Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und niemand braucht mehr das, was du kannst. Genau das ist 7 Menschen passiert. In einer Stadt, die einst ein mächtiges Handelszentrum war. Es gab einmal 7 Berufe, die einst in diesen Landen unverzichtbar waren. Sie verschwanden so vollständig, dass heute kaum jemand sie kennt. Heute reisen wir gemeinsam zurück ins Jahr 1350 nach Lübeck. Wir erinnern uns an 7 verlorene Berufe. Und ich verspreche dir, der Beruf, den ich am Ende erzähle, wird dich am meisten berühren. Du kennst ihn gut. Auch wenn er nicht denselben Namen trägt, in deiner Familie gibt es jemanden wie ihn. Der Kerzenzieher. Johann steht vor seiner Werkstatt. Die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Er hat früh mit der Arbeit begonnen. Mit Händen voller geschmolzenem Wachs zieht er weiter seine Kerzen. 10 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Für ihn gibt es kein Innehalten. Denn ohne ihn gibt es kein Licht, nur Dunkelheit. Weder in der Kirche, noch in den Werkstätten, noch auf den Schiffen im Hafen. Johann ist außerdem Mitglied einer Zunft. Er besitzt Rechte, die die meisten Menschen in dieser Zeit nicht haben. Eine Absicherung, eine Stimme in dieser Stadt. Vielleicht war auch dein Großvater Mitglied einer Gewerkschaft. Oder dein Vater gehörte einem Berufsstand an, in dem man füreinander einstand. Genau wie Johann. Er weiß nicht, dass eines Tages Gaslampen kommen werden, etwas namens Elektrizität. Ohne zu ahnen, dass dies seinem Beruf ein Ende setzen wird, zieht er weiter seine Kerzen. Der nächste Mann trug, genau wie Johann, nie einen großen Titel. Und doch hielt er Lübeck am Laufen. Der Fassbinder. Ohne ihn gibt es keinen Handel. Ohne Handel gibt es kein Lübeck. Ich spreche von Klaus, dem Fassbinder. Wenn überall in der Straße Hammerschläge zu hören sind, dann baut Klaus gerade ein Fass. Im Jahr 1350 ist ein Fass kein einfaches Gefäß. Hering, Bier, Wein, Lüneburger Salz, Getreide und vieles mehr werden in Fässern transportiert. Die Fässer sind außergewöhnlich stabil, denn sie werden aus Eichenholz gefertigt. Klaus hat jahrelang als Lehrling gearbeitet, um dieses Handwerk zu erlernen. Er hat von seinen Meistern gesehen, gelernt. Ein Leben lang harte Arbeit. Vielleicht arbeitete auch jemand aus deiner Familie in einem solchen Beruf. 30 Jahre dieselbe Arbeit, dieselbe Werkstatt, dieselben Hände. Heute nennen wir das altmodisch. Vielleicht waren sie klüger. Die Fassbinder waren die Handwerker der mittleren Schicht der Stadt. Nicht reich, aber als Zunftmitglieder hatten sie Absicherung und ein Wort mitzureden in der Stadt. Im 19. Jahrhundert ersetzten Stahl und Kunststoff das Holz, doch die Hammerschläge halten noch lange durch die Straßen Lübecks. Der nächste Mann heißt Heinrich. Er arbeitete weiter, ohne zu ahnen, dass alles, was er jahrelang aufgebaut hatte, eines Tages veralten würde. Der Lotse. Er ist ein Meister des Wassers. Sein Name ist Heinrich, der Lotse. Er steht am Kai des Travehafens. Während der Wind die Wellen gegen den Hafen schlägt, beobachtet er die Möwen, wie sie durch die Luft gleiten. Heinrich ist der Mann, der Schiffe sicher durch unbekannte Wasserwege führt. Kapitäne aus England, Norwegen, Flandern, sie alle vertrauen ihm ihre Schiffe an. Denn er kennt den Grund des Wassers wie kein anderer. Die Strudel, die Felsen, die Sandbänke. Dieses Wissen trägt er in jeder Faser seines Körpers. Doch dann kommen Seekarten, Navigationsgeräte. Die Nachfrage nach seinem Wissen sinkt langsam, seine Erfahrung reicht nicht mehr aus. Kennst du dieses Gefühl? Jahrelang baust du etwas auf und die Welt verändert sich.
Plötzlich braucht niemand mehr das, was du kannst. Das ist eigentlich kein Problem des Mittelalters. Es ist ein menschliches Problem. Mein Problem. Deins. Heinrichs. 3 Berufe. 3 Leben. Welcher von diesen 3 wärst du gewesen? Johann, der das Licht trägt? Klaus, der ein Leben lang den Hammer schwingt? Oder Heinrich, dessen Wissen die Welt langsam nicht mehr braucht? Schreib es unten in die Kommentare. Ich lese wirklich jeden Kommentar. Wenn dich diese Reise berührt hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal. Denn die zweite Hälfte wird noch intensiver. Die Beutelmacherin. Du hast Geld, Medizin, Briefe. Aber keine Bank, keinen Tresor, kein Konto. Genau dafür arbeitet Martha. Martha ist eine der wenigen Frauen in dieser Geschichte, die auf eigenen Beinen steht. Sie fertigt Beutel und Taschen. Diese müssen robust sein. Sie werden aus Leder und Stoff mit feinen Nadeln genäht. Kaufleute und Adlige kaufen ihre Beutel. Ebenso Pilger, die wochenlang unterwegs sind und einen widerstandsfähigen Beutel brauchen. Sie verdiente besser als die meisten anderen Frauen, denn sie war eine der wenigen Frauen jener Zeit, die sich einen eigenen Namen gemacht hatten. Dann kamen Maschinen, die Taschen in Massen produzierten. Und diese feine Handarbeit wurde zu einem Hobby. Vielleicht nähte deine Großmutter aus Notwendigkeit. Vielleicht auch deine Mutter. Heute ist es ein Wochenendkurs, eine Freizeitbeschäftigung. Ist das Fortschritt oder Verlust? Das entscheidest du. Der Seilermeister. Ohne ihn fährt kein Schiff. Das ist keine Übertreibung. Lübeck war ein Hafen und die Hauptstadt der Hanse. Ohne Seile ging gar nichts. Ein Hanseschiff braucht hunderte Meter Seil. Es muss extrem stabil sein, Stürmen standhalten. Denn Menschenleben hängen an diesen Seilen. Zuerst weichen die Lehrlinge die rohen Hanffasern ein und kämmen sie, drehen daraus dünne Fäden. Der Seilermeister verbindet diese Fäden dann mit großen Rädern zu dicken, festen Seilen. Stell dir vor, die Ladung ist verstaut, alles bereit. Mannschaft und Kapitän stehen bereit. Und genau dann reißt ein Seil. Ohne den Seilermeister kann dieses Schiff nicht auslaufen. Er weiß das. Und gerade deshalb schläft er ruhiger als der Kaufmann, der von fernen Märkten träumt. Weil er weiß, dass seine Arbeit hält. Er arbeitet in einer langen, schmalen Werkstatt. Dieses Handwerk hinterließ solche Spuren, dass es Jahre später einer Straße in Hamburg ihren Namen gab. Die Reeperbahn. Diesen Namen kennt heute jeder. Aber kaum jemand weiß noch, was er bedeutet. Der Weg, auf dem die Seiler ihre Seile drehten. Das Wort hat überlebt, der Beruf nicht. Wie oft gehen wir an Orten vorbei, deren Namen wir kennen, ohne ihre Geschichte zu kennen. Der Stadtausrufer. Stell dir einen Menschen vor, der ganz allein die Aufgabe von Schule, Zeitung und Radio übernimmt. Im Jahr 1350 zieht er rufend durch die Straßen Lübecks. Heute würdest du ihn für verrückt halten, doch damals wartete jeder gespannt auf ihn. Denn er kennt die neuesten Nachrichten des Tages. Todesfälle, die Ankunftszeiten der Schiffe, Beschlüsse des Stadtrats und vieles mehr. Er ist die einzige Verbindung zwischen der Obrigkeit und dem Volk. Begegnest du ihm auf der Straße, erfährst du alle Neuigkeiten.
ohne Kommentar, ohne Urteil. Denn es gibt keinen anderen Weg, davon zu erfahren. Einige Zeit später kommt Gutenberg. Als das gedruckte Wort sich verbreitet, endet seine Aufgabe langsam. Aber ist sie wirklich verschwunden? Nein, denn den Stadtausrufer von heute trägst du gerade in deiner Tasche. Und jetzt komme ich zum letzten Beruf. Der, den ich dir von Anfang an versprochen habe. Der unscheinbarste und der dich am meisten berühren wird. Der Fassträger. Er hat keinen schönen Namen. In keinem Geschichtsbuch wurde er gewürdigt. Wenn ein Schiff anlegt, kommt er. Er trägt Fässer auf seinen Schultern, ein Fass nach dem anderen, den ganzen Tag. Ohne ihn kein Salz aus Lüneburg, kein Hering aus der Ostsee. Die Kaufleute schließen ihre Geschäfte ab. Die Kapitäne führen ihre Schiffe. Und er trägt. Niemand fragt nach seinem Namen. Niemand fragt, wie es ihm geht. Doch kaum jemand merkt, dass ohne ihn nichts funktionieren würde. In jeder Epoche gibt es Menschen, die unsichtbar das ganze System am Laufen halten. Ohne Anerkennung, ohne Dank. Namenlose Helden. Niemand hat deinen Großvater, der in harter Arbeit schuftete, je gefragt, wie schwer seine Arbeit wirklich war. Oder deinen Vater, dem nie gedankt wurde. Oder deine Mutter, die still alles zusammenhielt. 7 Menschen, 7 Berufe. Heute kennt sie fast niemand mehr. In diesem Video hast du gespürt, dass sie eigentlich gar nicht so weit weg sind. Johanns Platz nahm die Elektrizität ein. Klaus' Platz nahm der Stahl ein. Heinrichs Platz nahm die Technik ein. Marthas Handfertigkeit wich den Fabriken. Die Seiler leben heute in einem Straßennamen in Hamburg weiter. Der Stadtausrufer steckt in jedem Smartphone. Und der Fassträger lebt in jedem weiter, der die schwere, unsichtbare Arbeit trägt, die niemand sehen will. Das sind keine mittelalterlichen Geschichten. Das bist du, das ist deine Familie, das sind deine Vorfahren. Welche deiner heutigen Fähigkeiten wird in 50 Jahren niemand mehr brauchen? Schreib es unten. Ich glaube, die Diskussion dort wird spannender als das Video selbst. Wenn diese Reise dich berührt hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal. Denn die nächste Stadt, die ich besuche, trägt ein Geheimnis in sich, das selbst heutige Historiker noch beschäftigt. Bis bald.